Willkommen zurück auf podhere.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schönere Drohnenaufnahmen. Heute geht es um eigene Fails, die mir unterlaufen sind und sonstige Tipps, damit du bessere und schönere Aufnahmen produzieren kannst. Lass uns doch gleich starten. Hast du die bisherigen Folgen verpasst? Dann klicke doch hier oben rechts auf den Link für den Start mit Teil 1, damit dir nichts entgeht. Dies wird übrigens der letzte Teil sein dieser Serie. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar kleine Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und auch noch ein paar kurze Fails von mir einspielen während der Aufnahme. Und da ich es nicht besonders liebe, vor der Kamera zu stehen, lasse ich dafür im Hintergrund einfach zum gemütlich Zuhören ein Timelapse-Video von mir laufen, so wirklich so ein Relaxing-Video, einfach von einem brennenden Feuer, damit ihr einfach meinen Erzählungen lauschen könnt. Punkt 1. Macht Sub vor Sub Sinn? Darüber scheiden sich die Geister. Meines Erachtens, das, was euch wirklich auf die Dauer weiterbringt, ist bei euren Videos, wenn ihr ehrliche Feedback kriegt, wenn ihr in Gruppen seid mit Leuten, die das gleiche Hobby haben, mit dem ihr eine Kameradschaft aufbauen könnt, weil ihr wollt ja langfristiges Wachstum. Und wenn ihr da jetzt mit Sub vor Sub irgendwas bastelt oder da irgendwo sage jetzt mal im fernen Osten 20, 50, 100, 200 Dollar zahlt, damit ihr 1000 Abonnenten kriegt, das wird euch auf die Dauer nicht glücklich machen. Ganz abgesehen davon, dass das eigentlich Beschiss ist und vermutlich YouTube das merkt und euch dann sowieso wieder abstraft. Also, wie schon in all meinen Videos eigentlich immer wieder erwähnt, macht qualitativ hochstehenden Content und nicht Quantität und gebt euch wirklich Mühe. Ladet nicht uneditierte Videos hoch. 12 Minuten lang soll sich jemand da irgendwas anschauen, wie ihr da irgendwo rumläuft oder an Ort und Stelle rumfliegt. Das macht niemand. Also denkt daran, Qualität, editiert das Zeugs, macht eine anständige Musik dazu, anständige Titel, Descriptions, Tags, alles darum herum. Und so werdet ihr wachsen auf die Dauer. Und alles andere wird über kurz oder lang nicht mehr funktionieren. Wenn ihr nun in einer Gruppe seid, in der alle das gleiche Hobby haben und ihr da wirklich euch wie Filmkritiker verhaltet und die Videos anschaut und denen auch Rückmeldungen gebt, das könnte man anders machen, das ist gut, das vielleicht anders. Das ist die Grenze von Sub vor Sub. Theoretisch ist das auch Sub vor Sub, aber das geht dann meines Erachtens unter konstruktive Kritik und an konstruktive Kritik ist grundsätzlich nichts falsch. Punkt 2. Habt immer einen Plan B. Ich erzähle euch jetzt zuerst eine Story, die mir vor ein paar Wochen selbst passiert ist. Ich war mit dem Fotoapparat unterwegs, hatte das Stativ dabei, hatte das Teleobjektiv dabei, hatte die Filterbox mit den ND-Filtern dabei. Ich hatte im Fotorucksack eine Ersatzspeicherkarte drin und habe mir dann zu Hause so überlegt, ja, wenn ich ja das Tele schon am Fotoapparat habe, brauche ich ja die Fototasche gar nicht mitzunehmen, habe die zu Hause gelassen, bin losgezogen mit Fotoapparat, mit Tele, Filtern an Gürtelclip befestigt und dem Stativ. Bin in die nächste größere Ortschaft, wollte dort eine Langzeitaufnahme der Hauptstraße machen, um die schönen roten Rücklichter der Autos als Linien hinzukriegen. Habe alles schön aufgestellt, die Kamera angelassen, die Belichtungszeit eingestellt. Wollte per App starten und dann muffelt mir die Kamera No Card.
Ich habe dann erstmal nachgeschaut. Da war wirklich keine Karte drin. Bin natürlich völlig selbst schuld. Ich habe die rausgenommen zum Fotos rüberbeamen und habe sie nicht mehr zurückgesteckt. Aber habe mir dann gedacht, oh ja, easy, ich habe die Reservekarte. Ja, falsch gedacht. Die war in der Fototasche. Und die Fototasche war zu Hause. Die war nicht mal im Kofferraum. Darum habt immer einen Plan B. Auch wenn ihr zum Beispiel auf Reisen geht. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt 2 Wochen irgendwo ins Ausland, und zwar nicht gerade vor der Haustür, sondern wirklich, ihr geht in den Flieger, fliegt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden. Ihr knipst da 2 Wochen lang Fotos und macht Filme. Dann fliegt ihr wieder nach Hause. Zu Hause steckt ihr euer Laptop, die externe Festplatte, was auch immer ihr da mitgenommen habt, um eure Daten zu transportieren, ein. Und dann kommt irgend so eine Windows-Meldung, Datenträger ist fehlerhaft und muss zuerst formatiert werden. In dem Augenblick werdet ihr verstehen, wieso dass auch Profifotografen euch immer wieder sagen, sichert eure Daten doppelt. Ich zum Beispiel habe jetzt eine 2 Tera SSD von Samsung, die hat wirklich die Größe so von ein Drittel einer Zigarettenschachtel, ist wirklich extrem klein und hat 2 Tera Platz. Klar kostet eine solche Disk 250 Franken, jetzt bei uns in der Schweiz. Und wenn du dann 2 davon hast, bist du auf 500 Franken. Aber was ist dir dann ein 2-wöchiger Urlaub wert, wenn all deine Aufnahmen am Arsch sind? Und vor allem die Stimmung, die ist dann sowieso völlig umgekippt. Also müsst ihr euch schon überlegen, da vielleicht beim Ferienbudget noch 500 draufzuhauen und 2 anständige Backup-Devices zu haben, damit ihr eure Daten auch gegensichern könnt. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel auch eine SSD dann im Handgepäck mitnehmen und die andere SSD im Koffer aufgeben. Eine von beiden wird den Flug ja wohl überleben. Genau das gleiche Beispiel könnt ihr machen bei den Drohnenaufnahmen. Ich mache zwischendurch mit meiner Drohne Dachvermessungsflüge. Als ich mal im Osten der Schweiz unterwegs war und dort das Dach abgeflogen war und noch Akkus übrig hatte, dachte ich mir so, eigentlich jetzt 10 Minuten von hier sind die Rheinfälle, wer schon mal dort war, sehr imposantes Schauspiel da, das ist einmalig und wenn man schon in der Nähe ist, dann sollte man sich das auch ansehen. Also bin ich hin, gestartet, bin dann so über den Rhein geflogen und dann während des Fluges kam mir so der Gedanke, was passiert jetzt, wenn deine Drohne ins Wasser fällt? Klar, die Drohne ist weg. Der Rhein, das ist nicht so ein kleines Flüsschen, das ist ein reißender Fluss, da hast du keine Chance. Aber die ganzen Aufnahmen des Dachs vom Vermessungsflug, die wären auch weg. Deshalb nehmt in eure Drohnenbox, die ihr immer bei euch habt, auch noch Reserve SD-Karten mit, damit ihr in einer solchen Situation nach dem ersten Flug die Speicherkarte wechseln könnt, damit wenigstens die Aufnahmen vom ersten Flug im Kasten sind und gerettet sind, falls irgendwas passiert. Und falls ihr mehrere Drohnen oder Tablets oder Mobiles habt, passt bitte immer auf wegen den Anschlusskabeln. Ich habe auch schon vor lauter Elan gedacht, ja, heute fliege ich mal mit der alten Phantom 3, habe mir meinen Hardcase genommen mit der Drohne drin, Akkus waren geladen, gut, ab ins Auto damit, an die Location gefahren, ausgestiegen. Okay. Meine Töchter, die sonst mit der Phantom 3 fliegen, die haben alle noch Tablets, die haben den alten Mini-USB-Anschluss. Und mein Tablet und mein Mobile haben USB-C-Anschlüsse. Ja, ich bin nicht geflogen, weil ich hatte nur ein Mini-USB dabei in der Box und kein USB-C. Auch solche Eventualitäten, wenn ihr könnt, probiert das irgendwo abzudecken. Auch wenn ihr
grundsätzlich meistens mit dem Tablet fliegt. Das hat zum Beispiel einen USB-Mini-Anschluss und euer Mobile hat aber einen USB-C-Anschluss. Auch hier wieder, macht euch einen Plan B. Es kann ja mal sein, das Tablet aus unerklärlichen Gründen hat es sich in der Nacht nicht geladen. Ihr nehmt das Tablet, es ist leer, es fällt euch beim Zusammenbauen auf den Boden und ihr könnt es nicht mehr starten. Wenn ihr dann wenigstens ein Kabel dabei habt, an dem ihr dann ausnahmsweise das Mobile anschließen könnt, damit ihr doch noch fliegen könnt, dann ist euer Tag vielleicht schon wieder ein bisschen gerettet. Punkt 3. Gepäckzusammenstellung. Schaut doch, dass ihr mehrere Taschen und Boxen habt für euer Zeugs, weil bei mir differenziert es sich zum Beispiel, ob ich nur Drohnen fliegen gehe mit dem Auto, dann habe ich einfach meinen schwarzen Koffer dabei oder den kleinen Rucksack, oder wenn ich zu Fuß unterwegs bin, längere Strecken, dann habe ich den 70-Liter-Rucksack mit der kleinen grauen Tasche von DJI, welche es mit dem Flymore-Kit gibt. Schaut doch da, dass ihr euch so über die Monate, Wochen hinweg verschiedene Gepäcksets zusammenstellt. Weil es macht ja nicht Sinn, wenn ihr zum Beispiel einen Fahrradausflug macht und 40 Kilometer mit dem Fahrrad fahren wollt und dann müsst ihr euch da auf einer Seite so eine komische schwarze Box anhängen, nur weil ihr keine kleinere Tasche oder keinen Rucksack habt. Und packt auch immer ein komplettes Set Reservepropeller ein. Die kosten nicht viel, brauchen nicht viel Platz, aber wenn ihr irgendwo eine Bruchlandung hinlegt, bei dem es euch 2 oder 4 oder weiß nicht wie manche Propeller nimmt, dann seid ihr gottenfroh, wenn ihr die wechseln könnt und doch noch weiterfliegen könnt. Punkt 4. Physische und psychische Ausgeglichenheit. Bitte denkt bei allem Elan daran, ihr seid nicht hauptberuflich YouTuber, also vernachlässigt euren Job und euer Privatleben nicht. Wenn ihr das organisatorisch hinkriegt, macht euch ein Zeitfenster, in dem ihr eure Filme editiert und versucht das auf das zu konzentrieren. Und man muss beim Filme editieren nicht alle 5 Minuten aufs Handy schauen oder auf Facebook schauen, was es Neues gibt. Konzentriert euch dann auf diese Arbeit und legt die dann wieder weg, weil sonst lauft ihr das Risiko, wie das bei einigen anderen auch schon der Fall war, dass ihr effektiv vor lauter YouTube und Facebook und Promoting und allem drumherum in ein Burnout reinlauft. Ich verlinke euch hierzu in der Description auch noch ein sehr gutes Video von Torben Platzer. Der hat sich dem Thema auch schon angenommen und redet da den Leuten effektiv ins Gewissen. Schaut euch die doch mal an. Punkt 5. Fails. Ich bin nicht wahnsinnig der Komiker, aber so 2, 3 Beispiele möchte ich euch doch nicht enthalten, die mir unterlaufen sind während dem Drehen dieser Serie und die ich dann trotzdem noch gespeichert habe, genau um sie dann in diesem Teil zu zeigen. Ich zeige euch die digitale Nachbearbeitung mit dem Programm. Und dann kam der Nieser. Hallo zusammen und willkommen zurück bei potier.ch bei einem weiteren Teil. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Potier. Ja super, ich habe ja gar keinen Ton. Ich möchte euch in dieser Serie mein Wissen und meine Arbeit näher bringen, denn auf YouTube mangelt es nicht an schlecht belichteten, ungeschnittenen Drohnenvideos, aber qualitativ ansprechende Filme sind immer noch recht selten. Dabei ist es gar keine Hexerei,
Und mit ein bisschen Aufwand, das ist alles scheiße, das muss noch eine. Das waren nur einige Ausschnitte. Natürlich sind mir noch viel mehr Fehler unterlaufen, aber die sind zum Glück nicht immer festgehalten worden. Es war echt cool, dass du dir meine Serie hier angeschaut hast. Wir sind nun, wie schon am Anfang gesagt, am Ende. Teil 11 ist der letzte Teil, weil ich habe jetzt mein Wissen weitergegeben. Was ihr nun daraus macht, das ist euch überlassen. Ich hoffe, ihr konntet profitieren davon und ich freue mich, mal irgendwo wieder etwas von euch zu lesen oder zu hören, weil die meisten bleiben ja in den Gruppen, in denen sie mal drin sind. Und damit Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns ein andermal. Tschüss. Falls dir die Serie gefallen hat und du keines meiner Drohnen- oder Bodenfotografie- und Videografie-Videos verpassen möchtest, dann abonnier doch meinen Kanal mit Glocke. Danke dir vielmals.